Martin Heidegger bleibt eine der umstrittensten und gleichzeitig einflussreichsten Figuren der zeitgenössischen Philosophie. Geboren 1889 in der kleinen deutschen Stadt Meßkirch als Sohn eines katholischen Messners, wuchs Heidegger in einem von Tradition und Religiosität geprägten Umfeld auf. Elemente, die tiefe Spuren in seinem philosophischen Denken hinterlassen sollten. Sein intellektueller Werdegang führte ihn dazu, Schüler von Edmund Husserl zu werden, dem Begründer der Phänomenologie. Doch Heidegger sollte seinen Meister bald übertreffen, indem er eine radikal neue Philosophie vorschlug, die das Panorama des westlichen Denkens transformieren sollte. Sein Hauptwerk Sein und Zeit, veröffentlicht 1927, beginnt mit einer beunruhigenden Feststellung: Wir sind heute der Einsicht, dass wir das Wort Sein nicht mehr verstehen. Diese einfache Feststellung offenbart Heideggers ambitioniertes Projekt, die Frage, die die Philosophie mehr als 2000 Jahre lang vergessen hatte, erneut zu stellen. Die zentrale Frage, die Heideggers gesamtes Denken bewegt, ist scheinbar einfach, aber zutiefst revolutionär. Was bedeutet Sein? Heidegger erkannte, dass sich die Philosophie von den Griechen bis zu seinen Zeitgenossen nur mit dem Seienden, das heißt mit den Dingen, die existieren, beschäftigt hatte, aber niemals das Sein selbst hinterfragt hatte. Wie er schreibt, die Frage nach dem Sinn von Sein muss gestellt werden. Wenn sie eine Grundfrage oder gar die Grundfrage ist, dann bedarf solches Fragen einer angemessenen Durchsichtigkeit. Diese Seinsvergessenheit stellt für Heidegger die große Tragödie der westlichen Metaphysik dar. Während die Wissenschaft sich immer mehr darauf spezialisierte, die Gegenstände der Welt zu erkennen, verloren wir die wichtigste Frage aus den Augen. Was heißt es zu existieren? Was bedeutet es zu sagen, dass etwas ist? Um die Seinsfrage anzugehen, beginnt Heidegger mit der Analyse des einzigen Seienden, das nach dem Sein fragt, dem Menschen. Doch er lehnt traditionelle Terminologien ab und schafft den Begriff Dasein. Heidegger erklärt, dieses Seiende, das wir selbst je sind und das unter anderem die Seinsmöglichkeit des Fragens hat, fassen wir terminologisch als Dasein. Die Wahl ist nicht zufällig. Wir sind immer situierte Wesen, geworfen in eine Welt, in eine Zeit, in eine Kultur. Wie Heidegger feststellt, ist das Dasein wesentlich in der Welt sein, eine untrennbare Struktur. In der Welt sein ist eine Seinsverfassung des Daseins immer und wesenhaft Ganze, aber das hindert nicht, dass sie in sich selbst eine Mannigfaltigkeit gegliederter Strukturmomente hat. Ein praktisches Beispiel dieser Geworfenheit kann im Leben jeder Person gesehen werden. Stellen Sie sich eine junge Frau vor, die in einer Familie traditioneller Ärzte geboren wurde. Seit ihrer Kindheit wuchs sie auf, während sie Gespräche über Medizin hörte, Krankenhäuser besuchte und als die zukünftige Ärztin der Familie vorgestellt wurde. Sie hat diese Erzählung nicht gewählt, sie fand sich einfach darin wieder. Ihr Weltverständnis, ihre Möglichkeiten, sogar ihre Träume wurden von diesem Kontext geformt, der ihr vorausging. Sie ist in diese spezifische Existenz geworfen, und Heidegger erinnert uns daran, dass das Dasein faktisch existiert. Es ist nicht nur etwas Vorhandenes, sondern etwas, das sich je schon in seine Möglichkeiten geworfen findet. Die Frage ist, wird sie einfach diesem Drehbuch folgen oder wird sie sich ihre Existenz wirklich zu eigen machen? Innerhalb dieser Struktur des In-der-Welt-Seins identifiziert Heidegger verschiedene Existenzweisen. Die häufigste ist die alltägliche Weise der uneigentlichen Existenz. Heidegger beschreibt, in der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, in der Verwendung der Nachrichtenmittel, Zeitung, ist jeder andere wie der andere. Dieses Miteinandersein löst das eigene Dasein völlig in die Seinsaat der anderen auf, und zwar so, dass die anderen in ihrer Unterschiedbarkeit und Ausdrücklichkeit noch mehr verschwinden. In dieser Unaufdringlichkeit und Nichtfeststellbarkeit entfaltet das Man seine eigentliche Diktatur. Es ist die Existenzweise, in der wir leben,
indem wir tun, was alle tun, denken, was alle denken, verloren im sogenannten des Man, dem Unpersönlichen. Denken Sie an einen jungen Berufstätigen, der jeden Tag aufwacht und sofort sein Handy nimmt, um Instagram zu checken, zu sehen, was andere gepostet haben, was auf Twitter im Trend liegt. Auf dem Weg zur Arbeit hört er den Podcast, den alle hören. Beim Mittagessen geht er in das angesagte Restaurant, das er in Stories gesehen hat. Abends schaut er die Serie, über die alle sprechen. Er kauft Kleidung von Marken, die Zugehörigkeit zu seiner Gruppe definieren. Dieser junge Mann lebt das, was Heidegger die Existenz in der Öffentlichkeit nannte. Es sieht so aus, als sei alles echt und im Grunde verstanden, ergriffen und gesprochen, und im Grunde ist es das nicht, oder dann nicht mehr. Es sieht so aus, als sei alles nicht echt verstanden, ergriffen und gesprochen, und im Grunde ist es schon. Es ist ein Leben an der Oberfläche, wo alles vertraut ist, aber nichts wirklich verstanden wird. Heidegger identifiziert 3 Merkmale dieser uneigentlichen Existenz: das Gerede, die Neugier und die Zweideutigkeit. Über das Gerede schreibt er: Das Gerede ist die Möglichkeit, alles zu verstehen ohne vorgängige Zueignung der Sache. Das Gerede hat sich schon gegen die Gefahr abgesichert, bei solcher Zueignung zu scheitern. Was die Neugier betrifft, erklärt Heidegger, dass sie sich nicht darum bekümmert, das Gesehene zu verstehen, das heißt in ein Sein zu ihm zu kommen, sondern sie sorgt nur für das Sehen. Sie sucht das Neue, nur um von ihm erneut zu Neuem zu springen. Denken Sie an die Stunden, die wir damit verbringen, durch endlose Feeds zu scrollen, von einer Nachricht zur anderen zu springen, von einem Video zum anderen, ohne jemals wirklich etwas aufzunehmen oder darüber nachzudenken. Das ist die Heideggersche Neugier in ihrer reinsten und problematischsten Form. Im Gegensatz zur Uneigentlichkeit steht die eigentliche Existenz. Heidegger bietet kein Handbuch, aber er zeigt den Weg. Das Sein zum Tode ist wesentlich Angst. Der Tod ist kein zukünftiges Ereignis, sondern die eigenste Möglichkeit, die unsere Existenz strukturiert. Heidegger schreibt, der Tod ist die Möglichkeit der schlechthinigen Daseinsunmöglichkeit. So enthüllt sich der Tod als die eigenste, unbezügliche, unüberholbare Möglichkeit. Als solche ist sie ein ausgezeichneter Bevorstand. Wenn wir unsere Sterblichkeit wirklich annehmen, verändert sich alles. Betrachten Sie das Beispiel von jemandem, der eine schwere Krankheitsdiagnose erhält. Plötzlich ändern sich die Prioritäten. Diese Beförderung, die so wichtig schien, die Angst spielt eine fundamentale Rolle in diesem Erwachen. Heidegger unterscheidet, wovor die Angst sich ängstet, ist das in der Welt Sein als solches. Wie unterscheidet sich das, wovor die Angst sich ängstet, von dem Leben? Das ist die existenzielle Kraft des Seins zum Tode. Das Vorlaufen enthüllt dem Dasein die Verlorenheit in das Mann selbst und bringt es vor die Möglichkeit, auf die besorgende Fürsorge primär umgestützt, es selbst zu sein, selbst aber in der leidenschaftlichen, von den Illusionen des man gelösten, faktischen, ihrer selbstgewissen und sich ängstenden Freiheit zum Tode. Wir müssen nicht auf eine Tragödie warten. Wir können unsere Endlichkeit jetzt existenziell einnehmen und authentisch leben. Dem, wovor die Furcht sich fürchtet, das, wovor die Angst sich ängstet, ist kein innerweltliches Seiendes. Die Bedrohung hat nicht den Charakter einer bestimmten Richtung. Die Angst hat kein spezifisches Objekt, sie offenbart die Leere unter unseren alltäglichen Gewissheiten. Stellen Sie sich jemanden vor, der erfolgreich ist und in einer schlaflosen Nacht von einem unerklärlichen Gefühl ergriffen wird, dass sein ganzes Leben leer ist, dass nichts von dem, was er erreicht hat, wirklich zählt. Diese Angst ist, weit davon entfernt pathologisch zu sein, der Ruf zur Eigentlichkeit. In der Angst begegnet das Dasein dem Nichts der möglichen Unmöglichkeit seiner Existenz. Heideggers Kritik an der modernen Technik gewinnt erschreckende Relevanz in unserer Zeit. In Die Frage nach der Technik schreibt er: Die moderne Technik ist ein Entbergen, das herausfordert, welches an die Natur das Ansinnen stellt, Energie zu liefern, die als solche herausgefördert und gespeichert werden kann.
Für Heidegger liegt das Wesen der Technik darin, alles in Bestand zu verwandeln, verfügbare Reserve. Er gibt das Beispiel: der Rhein, eingebaut in das Wasserkraftwerk. Was der Strom jetzt ist, nämlich Wasserdrucklieferant, ergibt sich aus dem Wesen des Kraftwerks. Der Fluss verliert seine eigene Natur, wird nur noch energetische Ressource. Wenden wir dies auf die Gegenwart an. Ein Amazonas-Regenwald wird nicht mehr in seiner ökologischen Komplexität gesehen, in seiner Bewohnung durch indigene Völker, in seinem uralten Mysterium. Er ist Lunge der Welt, Sauerstoffressource, wirtschaftliches Potenzial in Holz, Mineralien und Landwirtschaft. Ein Tier ist kein empfindendes Wesen mit eigenem Leben, sondern Protein, Leder, Forschungsobjekt. Noch gravierender: die Menschen selbst werden zu Human-Ressourcen, Human-Kapital. Heidegger warnte: das Entbergen, das die moderne Technik durchherrscht, hat den Charakter des Stellens im Sinne der Herausforderung. Diese Herausforderung geschieht dadurch, dass die in der Natur verborgene Energie aufgeschlossen, das Aufgeschlossene umgeformt, das Umgeformte gespeichert, das Gespeicherte wieder verteilt und das Verteilte erneut umgeschaltet wird. Es ist ein endloser Ausbeutungszyklus, in dem nichts einen Wert an sich hat, nur instrumentellen Wert. Im digitalen Zeitalter intensiviert sich dies exponentiell. Heidegger kannte keine Smartphones, aber seine Analyse antizipiert perfekt, was wir erleben. Überall sichert man alles sofort. Was nicht gesichert ist, existiert nicht mehr. Unsere Profile in sozialen Netzwerken reduzieren uns auf abbaubare Daten. Algorithmen verwandeln uns in vorhersehbare Verhaltensmuster zum Verkauf von Produkten. Unsere Aufmerksamkeit ist die wertvollste Ressource, ständig ausgebeutet von Apps, die neurowissenschaftlich darauf ausgelegt sind, süchtig zu machen. Sogar unsere Emotionen werden zu Metriken: Engagement, Reichweite, Impressionen. Wie Heidegger sagte, die höchste Gefahr ist, dass der Mensch selbst verfügbar wird, das heißt, dass er sich als ausbeutbare Ressource preisgibt. Ein konkretes Beispiel: betrachten Sie, wie die Bildung von der technischen Logik erfasst wurde. Kinder sind nicht mehr Wesen in Entwicklung mit natürlicher Neugier und einzigartigen Potenzialen. Sie sind zukünftiges Human-Kapital, Arbeitskraft in Vorbereitung. Der Unterricht zielt nicht auf ganzheitliche Bildung ab, sondern auf Vorbereitung für standardisierte Tests und Marktanforderungen. Lehrer werden zu Moderatoren, und Lernen wird zu Kompetenzerwerb. Heidegger würde uns warnen: die Gefahr liegt nicht in den Maschinen und Apparaten der Technik. Die eigentliche Gefahr hat den Menschen in seinem Wesen bereits erreicht. Aber Heidegger war kein absoluter Pessimist. Er zitiert Hölderlin: wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die Rettung liegt in der Entwicklung dessen, was er besinnliches Denken im Gegensatz zum rechnenden Denken nennt. Das rechnende Denken verrechnet von Kalkül zu Kalkül jede Möglichkeit, immer auf den wirtschaftlichsten und schnellsten Wegen. Das rechnende Denken verweilt nie, kommt nie zur Besinnung. Das besinnliche Denken verlangt von uns, dass wir nicht einseitig an einer einzigen Vorstellung hängen bleiben. Es ist die Fähigkeit anzuhalten, zu hinterfragen, zu kontemplieren, die Dinge sein zu lassen, anstatt sie immer auszubeuten. Praktisch bedeutet dies, Momente des Widerstands gegen die technische Logik zu schaffen. Wenn Sie in einem Park spazieren gehen, trainieren Sie nur, um Ihre Gesundheit zu verbessern, rechnendes Denken, oder können Sie einfach diesen Moment bewohnen, den Wind spüren, die Vögel hören, ohne alles in Mittel zum Zweck zu verwandeln? Wenn Sie mit jemandem sprechen, betreiben Sie Networking, oder sind Sie wirklich in der Beziehung präsent? Heidegger schlägt das dichterische Wohnen der Welt vor. Dichterisch wohnet der Mensch auf dieser Erde. Das bedeutet nicht, Poesie zu schreiben, sondern sich auf die Welt zu beziehen, während man ihr Geheimnis, ihre Würde, ihre Andersartigkeit bewahrt. Die Bedeutung, Heidegger heute zu lernen, könnte nicht größer sein. In Zeiten der Sinnkrise, der Epidemie von Angst und Depression, des ökologischen Zusammenbruchs, der Postwahrheit und Fake News,
des von Bildschirmen erfassten Lebens bietet sein Denken fundamentale kritische Werkzeuge. Wenn er sagt, die Sprache ist das Haus des Seins, erinnert er uns daran, dass Worte keine bloßen Instrumente sind, sondern wo sich die Welt entbirgt. Wenn Worte korrumpiert, manipuliert, entleert werden, wird unsere Fähigkeit zu denken und authentisch zu existieren angegriffen. Fake News sind nicht nur Lügen, sie sind die Zerstörung der Möglichkeit von Wahrheit selbst. Heidegger lehrt uns zu fragen, warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr nichts? Diese fundamentale Frage holt uns aus dem Automatischen. Warum gibt es etwas statt nichts? Warum existiere ich? Was mache ich mit dieser Existenz, die mir gegeben wurde, ohne dass ich darum gebeten habe? Das sind Fragen, die das alltägliche Leben uns vergessen lässt, aber die definieren, ob wir eigentlich oder uneigentlich leben werden. Jedes Mal, wenn Sie existenzielle Angst spüren, jedes Mal, wenn Sie die Leere der Routine wahrnehmen, jedes Mal, wenn Sie ahnen, dass mit einer Welt, die alles zur Ware macht, etwas zutiefst falsch ist, werden Sie aufgerufen, heideggerianisch zu denken. Es ist wahr, dass Heidegger das Gewicht seiner Beziehung zum Nationalsozialismus trägt, da er Rektor unter dem Regime war und Mitglied der Partei. Diese Tatsache darf niemals vergessen oder verharmlost werden. Aber selbst seine schärfsten Kritiker wie Emanuel Levinas und Hannah Arendt erkannten an, dass man Heidegger nicht ignorieren kann. Seine Philosophie hat Sartre, Camus, Foucault, Derrida und praktisch die gesamte kontinentale Philosophie des 20. Jahrhunderts tiefgreifend beeinflusst. Abschließend ist das Verstehen von Heidegger eine Reise, die nicht nur das verändert, was wir denken, sondern wie wir leben. Wie er selbst sagte, alles Fragen ist ein Suchen. Jedes Suchen hat seine vorgängige Leitung aus dem Gesuchten her. Seine Konzepte sind keine akademischen Abstraktionen, sondern Schlüssel zur Entschlüsselung unserer eigenen Existenz. Wenn er feststellt, das Dasein ist ein Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, sagt er, dass unser Leben kein fertiges Datum ist, sondern eine Aufgabe, eine Verantwortung, eine offene Möglichkeit. In Zeiten, in denen wir auf Profile, Metriken, Ressourcen reduziert wurden, klingt die Heideggersche Einladung, das Sein zu denken, unsere Endlichkeit anzunehmen, der Technisierung von allem zu widerstehen und Eigentlichkeit zu suchen, dringend nach. Wenn diese Überlegungen in Ihnen den Wunsch geweckt haben, diese fundamentalen Fragen zu vertiefen, nicht nur Heidegger, sondern andere große Denker zu erkunden, die ihre existenzielle Reise beleuchten können, abonnieren Sie den Kanal. Hier finden Sie wöchentlich neue Inhalte, die nicht nur informieren, sondern transformieren, die nicht nur Philosophie lehren, sondern Sie einladen, über Ihr eigenes Leben zu philosophieren, das Unhinterfragte zu hinterfragen und mit mehr Bewusstsein, Tiefe und Eigentlichkeit zu leben. Wie Heidegger sagte, das Bedenklichste in unserer bedenklichen Zeit ist, dass wir noch nicht denken. Es ist Zeit, wirklich zu denken anzufangen. Schließen Sie sich uns an,